3 Fragen und am Ende eine Überraschungsbotschaft. Wozu bist du in dieser magischen Zeit eingeladen? Was sagen dir die Zeichen, die auf deinem Weg dich erreichen? Was kann dein Zauberwort sein? Und am Ende die Seelenbotschaft. In meinen täglichen Meditationen erhalte ich aus der geistigen Welt immer wieder mit Konstanz und Hartnäckigkeit die Botschaft, meinem Seelenselbst zu folgen. Das sei die wichtigste Aufgabe für jeden einzelnen Menschen von uns. Und das kommt auch in den vielen Channelings, die mittlerweile auf diesem Kanal sind, so zum Ausdruck. Ganz besonders klar und deutlich auch im letzten Video vom vergangenen Samstag, was ich am Ende auch noch einmal für dich verlinke. Das heißt, es geht darum, dem Herzen zu folgen, die Energien dieser magischen Zeit zu nutzen, und zwar, und das wird immer wieder betont, in deinem eigenen Tempo. Dich frei zu machen von all dem, was sozusagen als Mauern, als Schleier, als Gitter vor deinem Seelen selbst sich aufhält. Manchmal denke ich, mit dem Begriff Matrix ist genau das gemeint. Unsere Glaubenssysteme, Glaubensmuster, die uns abhalten davon, unser wahres Sein, unser wahres Selbst zu leben. Das ist das Wichtigste. Das gilt es jetzt wahrzunehmen und das passiert am besten in der Stille, in Meditation. Auch dazu verlinke ich am Ende noch einmal ein Video mit einer Anleitung für all diejenigen, die sich mit dem Meditieren noch nicht so auskennen. Wir alle sind aus meiner Sicht geführt aus dem Universum von Gott, von unseren Seelenbegleitern, von den Schutzengeln, wie auch immer es für dich sich stimmig anhört und anfühlt. Und sie senden uns Zeichen, die uns geleiten können. Da sind zum Beispiel Engelszahlen. Es sind Federn, es sind Synchronizitäten, es sind Wortfetzen, die wir auffangen und die Antwort darstellen auf eine Frage, mit der wir gerade schwanger gehen und so weiter und so weiter. Ich habe die geistige Welt gefragt, welche beiden Symbole sie uns denn hier für die gesamte Community jetzt geben können, die eine Bedeutung für uns haben, in die wir uns hineinfühlen können, um unsere persönliche Botschaft daraus zu entnehmen. Und ich lade dich dazu ein, dir diese beiden Symbole einfach anzuhören, jedoch dann mit deiner Intuition in Kontakt zu treten, mit deinem Herzen, mit deiner Seele und das, was es an Botschaft für dich ganz persönlich enthält, selbst herauszufinden. Du kannst das, jeder kann das. Und da ist als erstes eine Pflanze, und zwar der Lindenbaum. Die Linde hat für jeden eine andere Botschaft. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine Kindheit, an die herrlich duftenden Blüten der Linden, wie wir als Kinder die Blüten gepflückt haben, zu Hause aus den frischen Blüten einen duftenden Tee bereitet haben, den meine Eltern anfangs skeptisch betrachteten, sich dann, weil wir Kinder so begeistert davon waren, haben hinreißen lassen, aus diesen frischen Blüten den gebrühten Tee zu kosten und ihn als wundervoll zu empfinden. Wofür steht die Linde bei dir, in deiner Wahrnehmung, in deiner Vorstellung? Welche Botschaft enthält die Linde für dich? Das zweite ist ein Krafttier. Es ist die Amsel.
Vielleicht erinnerst du dich auch an den wundervollen, schon fast sphärischen Gesang der Amsel in der beginnenden Dämmerung des Abends. Auch da gibt es für mich ein Kindheitserlebnis. Die Älteren unter euch, die erinnern sich vielleicht, dass in den Höfen hinter den Häusern ganz häufig Teppichklopfstangen installiert waren. Ich bin als Kind immer auf die Klopfstange geklettert, wenn es dämmerig wurde, habe mich dort ganz in Ruhe hingesetzt und schon fast in meditativem Zustand dem Gesang der Amseln um mich drum herum gelauscht. Die eine sang, die andere antwortete und so ging das hin und her, bis die Dunkelheit sich allmählich über das Land herabsenkte und der Gesang der Amseln ruhiger wurde und langsam verebbte. Welche Botschaft hat die Amsel auch für dich? Lass dich in dein Herz fallen, höre dir vielleicht in der Abenddämmerung den Gesang einer Amsel an und notiere dir das, was an Botschaft für dich kommen mag. Und nun kommt das Zauberwort, was mir die geistige Welt für die Zuseher und Zuhörer auf diesem Kanal gegeben hat, was du einsetzen kannst wie eine Art Mantra in allen Situationen, in denen dich die Angst packt, wo du unruhig wirst, wo du Befürchtungen, Zweifel hast und so weiter. Und dieses Wort ist so einfach. Wiederhole es im Geiste oder auch laut vor dich hin in genau diesen Situationen. Dieses Wort ist Vertraue, vertraue, vertraue. Sprich es durchaus in deinem Geiste oder laut in diesen Situationen dreimal hintereinander aus, wie ein Zauberwort ebenso ist. Dreimal wird es gesprochen. Selbst auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt für völlig durchgeknallt hältst, kommt jetzt die Seelenbotschaft. Dazu 3 Worte vorab. Am Karfreitag diesen Jahres hat sich bei mir wie aus heiterem Himmel die Seelensprache aktiviert. Das heißt, die Botschaft, die jetzt für dich kommt, ist von Seele zu Seele. Lass deinen Verstand außen vor, schließe, wenn du magst, deine Augen, während du das hörst, und verbinde dich mit deinem Herzen, mit deiner Seele. Und lass es einfach auf dich wirken. Und für diejenigen, die das für Quatsch halten, sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle Tschüss. Und alle anderen, die hören mögen, können jetzt einfach die Augen schließen, sich mit ihrem inneren Selbst, mit ihrer Seele verbinden und lauschen. Mai Jagon, Bajagon Jumbai, Tapakago, Wai, Tokoi, Wow, Jamakai Koi Dong, Wakong Po, Dio Kapato, Wai, Tongkoi Dongpo, Wai Tapakai. Wow, chứ cũng bài, chú cô chú bài cũng chung cái thứ bài. Wow, the ball. Wow, cảm quên chú bài, cũng chơi, cũng cao chú bài. What chú bài. Wow, what chú bài coi, chung. My God.